Ja, hallo liebe Sperrwurf-Freunde. Ihr habt euch sicher gedacht, dass man direkt nach der OP erstmal gar nichts macht, dass man erstmal rumliegt und erstmal die OP sein lässt und gar nichts macht. Aber so ist es nicht. Ich habe direkt nach der OP angefangen, mein Knie zu kühlen. Ich habe angefangen mit Stromtherapie. Ich habe angefangen, gleich versucht, mein Knie wieder zu strecken, aber ohne jetzt viel vorzugreifen, erzähle ich euch in einem Video, wie momentan mein Reha-Training aussieht, wie die Reha läuft und wie es auch in den nächsten Wochen aussehen wird. Die Operation wurde ja ambulant durchgeführt. Das heißt, ich bin direkt nach der Operation, als ich wach war und mit dem Arzt gesprochen habe, wieder nach Hause gefahren und habe als allererstes gekühlt. Ich habe ein Kühlpad auf mein Knie draufgelegt, nachdem ich mir auf der Couch gemütlich gemacht habe, und abends habe ich gleich angefangen mit der Stromtherapie. Ich habe jetzt hier ein Gerät von Eura zu Hause mit insgesamt 4 Pads. Diese habe ich auf den Quadrizeps, auf den Kniestrecker vorne auf die Muskulatur geklebt und habe ein Programm reingemacht, welches wie einen Muskelaufbau fördert, um natürlich den Abbau ein bisschen vorzubeugen, dass die Muskulatur nicht so schnell abnimmt, und habe das die ersten paar Tage so durchgeführt, ehe ich dann montags drauf den ersten Physiothermin hatte. Ich möchte nur kurz sagen, ich werde von Beure hier nicht unterstützt. Das habe ich mir mal vor ein paar Jahren gekauft, einfach zur Unterstützung für die Muskulatur nach dem Training, auch hier für die Reha. Und ja, montags drauf nach der Operation hatte ich meinen ersten Physiothermin und ich habe mich noch nie so arg auf eine Lymphdrainage gefreut wie dieses Mal, weil das Knie dann doch ein bisschen angeschwollen war, ein bisschen mehr angeschwollen. Es war ja dann doch schon ein paar Tage her, als ich operiert wurde, und dementsprechend wurden die ersten Tage bzw. die ersten Physiothermine hauptsächlich damit verbracht, die Lymphen zu aktivieren, den Lymphfluss zu aktivieren, sodass die Flüssigkeiten aus dem Knie bzw. aus dem Fuß bzw. aus der Wade wieder abtransportiert werden, sodass ich mich da auch zügig wieder besser fühle bzw. auch mein Knie wieder besser bewegen kann. Und so ging es dann auch über, sodass ich dann auch, als ich zu Hause dann angefangen habe, mein Knie wieder mehr zu strecken, mehr in die Streckung reinzukommen. So durfte ich auch ungefähr 2 Wochen nach der Operation beim Physio das erste Mal mein Knie beugen. Natürlich erst mit Unterstützung, und dann hat man auch schon gemerkt, innerhalb von 1-2 Tagen, dass ich es auch schon alleine konnte. Und diese Übung habe ich ausschließlich im Liegen gemacht, weil im Stehen ging ja noch nicht, und es ist ja erstmal eine Ansteuerung der Muskulatur, damit die auch wieder weiß, was sie zu tun hat. Das ist sehr, sehr, sehr wichtig, dass man da einfach in der Bewegung drinne bleibt, und deshalb habe ich auch seit dieser Woche angefangen mit Aquajogging, und das habe ich, muss ich ehrlich zugeben, zuvor nie gemacht, und ich dachte immer, das wäre was für ältere Leute, aber hey, no front, das ist hier für die Reha, und habe auch gemerkt, dass es mir gut tut, dass es sehr gut tut, auch mal wieder das Knie durchzubewegen. Das war auch, nachdem mir der Arzt gesagt hatte, ich darf mein Knie auch wieder bewegen. Ich hatte die ersten 2 Wochen eine starre Schiene drin, sodass ich hier keine Beugung machen durfte, hauptsächlich wegen dem Meniskusschaden, den ich habe. Aber nach 2 Wochen habe ich eine bewegliche Schiene bekommen, und seitdem darf ich auch dementsprechend das Knie beugen und bewegen. Und im Wasser, das war echt, ja, doch ein befreiendes Gefühl, auch ohne die Schiene ins Wasser zu gehen und da auch die ersten Bewegungen wieder zu machen, in die Beugung, in die Streckung. Und man hat auch gemerkt, dieser osmotische Druck im Wasser, wo man ein bisschen gegenarbeitet bzw. mitarbeitet mit dem Wasser. Man versucht einfach durch das Wasser die Übung sehr gleitend zu machen, sehr smooth zu machen. Nach so einer halb-dreiviertel Stunde, als wir dann fertig waren und ich aus dem Wasser bin, habe ich echt gemerkt, wie das Knie auch sich sehr, sehr gut angefühlt hatte. Die Lymphen wurden auch da wieder aktiviert. Auch nachmittags, nachdem ich die erste Einheit hatte, habe ich gemerkt, ey, das Knie, da bewegt sich was, im wahrsten Sinne des Wortes. Da werden da wurde der Stoffwechsel aktiviert, da ist irgendwas passiert im Knie. Das lief dann auch alles im wahrsten Sinne des Wortes einfacher, als ich mit den Krücken dann auch zu Hause in der Wohnung rumgelaufen bin. Das war echt, echt top. Und auch beim zweiten Mal, bei der zweiten Einheit, lief es auch schon wieder runter. Ich kannte die Übungen schon, die wir gemacht haben, und so kam man auch schneller rein. Man musste sich nicht so viel Gedanken machen, wie steuere ich die Muskulatur an. Ich meine, die Muskulatur weiß es, aber das wieder zu aktivieren, das ist so die Krux dahinter. Aber wie gesagt, es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht, und dementsprechend geht es auch so weiter mit der Reha. Ich habe auch nächste Woche wieder meine Physiothermine, ich habe nächste Woche auch wieder meine Aquajogging-Termine, und ich habe einen Termin beim Sporttherapeuten, mit dem ich auch die nächsten Termine bei ihm dann ausmachen werde, wie wir dann mit dem Training, mit der Reha weitermachen, wie man auch da beginnt, vielleicht mit
wie man auch im Oberkörper wieder anfängt zu trainieren, sodass auch da wieder der Stoffwechsel wieder aktiviert wird, da der Körper wieder mehr in Schwung kommt. Da freue ich mich echt drauf, da auch die nächste Stufe, sage ich jetzt mal, von der Reha dann zu erreichen und dann da wieder weitermachen kann. Das macht mir schon Spaß zu sehen, wo die Reise hingeht. Ich meine, das Ziel ist klar, wieder mein Knie voll belasten zu können und auch wieder ins normale Training einzusteigen. Ich meine, das ist noch ein langer Weg, aber man freut sich, dass man sieht, dass es Step by Step funktioniert und auch alles so funktioniert, wie man sich das vorstellt. Ich hoffe einfach, dass es so weiterläuft, wie ich mir das vorstelle. Wenn es euch interessiert, hier seht ihr mein Rehab-Protokoll, was ich momentan so tagsüber mache, beziehungsweise die letzten Woche gemacht habe. Drückt gerne auf Pause und wenn ihr wollt, könnt ihr das ja auch selber mal anwenden. Lasst doch gerne einen Daumen nach oben da, kommentiert gerne das Video. Wie hat bei euch mal die Reha ausgesehen? Habt ihr vielleicht irgendwie spezielle Übungen gemacht, speziellen Therapien gemacht? Was hat euch da geholfen? Vielleicht lerne ich da auch was Neues dazu, was mir vielleicht in der Situation auch hilft. Abonniert gerne den Kanal, drückt die Glocke, dann seid ihr immer up to date, wenn ein neues Video hochgeladen wird und dann sehen wir uns beim nächsten Video. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao.